Fast jeder kennt ihn, den Placebo-Effekt, den Hochstapler, der ohne Substanzen Gutes tun kann. Nur wenige kennen den Nocebo-Effekt, den Hochstapler, der ohne Substanz Schlechtes tun kann. In diesem Beitrag geht es um den Nocebo-Effekt und damit darum, wer es glaubt, wird krank. Hallo und herzlich willkommen zu Romeo. Schön, dass du neugierig bist. Der Placebo-Effekt ist allgemein bekannt. Ein Placebo von Latein ich werde gefallen ist ein Scheinmedikament, das trotz fehlendem Wirkstoff eine positive Wirkung wie eine Heilung hervorruft. Es wirkt dadurch, dass der Patient an dessen Wirkung glaubt. Der Glaube versetzt Berge bzw. erzeugt die Wirkung. Dagegen erzielt das ebenfalls wirkstofffreie Nocebo von Latein ich werde schaden, beim Patienten eine unangenehme Wirkung, wie zum Beispiel eine Nebenwirkung. Allein dadurch, dass er an die negative Wirkung glaubt bzw. diese erwartet. Verglichen mit dem Placebo-Effekt gibt es für den Nocebo-Effekt weniger Untersuchungen, weniger Forschung und weniger Publikation. Eine bemerkenswerte Studie wurde an der Universität Essex durchgeführt. In der über 3 Jahre dauernden Studie nahm eine Gruppe von Personen teil, die über gesundheitliche Beschwerden durch die Nähe von Mobilfunksender klagten, sowie eine Gruppe von Personen, die noch nie negative Auswirkungen durch Mobilfunk zu beklagen hatten. In einem Labor wurden diese Personen in verschiedenen Experimenten elektromagnetischen Strahlungen mit Frequenzen im GSM- und UMTS-Bereich ausgesetzt. In der Doppelblindstudie wurde den Versuchsteilnehmern gesagt, dass eine Antenne mit der entsprechenden Strahlung für 50 Minuten in Betrieb sei. Die Probanden, die sich für strahlungssensibel hielten, klagten anschließend über Übelkeit, Kopfschmerzen oder grippeähnliche Symptome. Ebenso konnten die behandelnden Ärzte bei den Betroffenen Änderungen der Herzfrequenz und der Hautfeuchtigkeit messen. Diese subjektiv empfundenen Beschwerden und die messbaren Symptome waren allerdings ganz unabhängig davon, ob die Antenne tatsächlich in Betrieb war oder nicht. Die Studie sagt nichts über die Gefahr von Mobilfunk aus, aber wer die Gefahr fürchtet, wird wahrscheinlicher unter tatsächlichen Symptomen leiden. Bei einigen Probanden traten Symptome auf, die so heftig waren, dass ihr Versuch abgebrochen werden musste. Voodoo-Fluch ist eine perfide Induktion des Nocebo-Effekts. Ein Beispiel für einen extremen Nocebo-Effekt sind Todesurteile, die von Voodoo-Priestern verhängt werden. Dabei wird vermutet, dass die Opfer in ihrem Glauben vor Resignation und Angst erkranken und letztendlich auch einen psychogenen Tod sterben könnten. Wenn man dieses Beispiel anführt, sollte man auch erwähnen, dass Voodoo mehrheitlich eine friedliche Religion mit Bestandteilen hauptsächlich christlicher Rituale ist und dass fast alle Meldungen über Tod durch Imagination in den sozialen Medien fake sind. Woher kennt man den Nocebo-Effekt? Entdeckt wurde der Nocebo-Effekt im Rahmen klinischer Tests von Arzneimitteln, als nach Verabreichung wirkstofffreier Präparate, sogenannter Placebos, negative gesundheitliche, teilweise auch krankmachende Auswirkungen auftraten. Im medizinischen Sprachgebrauch werden heute im weiteren Sinn auch alle anderen Maßnahmen oder jegliche Einflussgrößen als Nocebos bezeichnet, die rein psychosomatisch negative Reaktionen auslösen. Der Nocebo-Effekt, oft auch als negativer Placebo-Effekt bezeichnet, beruht wie auch der Placebo-Effekt auf einer bestimmten Erwartungshaltung. Die Erwartungshaltung kann dabei auch unbewusst sein, erlernt sein oder übernommen sein. Wer glaubt, wird krank. Die Erwartungshaltung, dass bestimmte äußere Einwirkungen krank machen,
kann dazu führen, dass diese Personen erkranken, respektive es können die entsprechenden Symptome bei ihnen beobachtet und gemessen werden. Zu Auslösern oder Verstärkern gehören unter anderem Diagnosen von Ärzten, auch Fehldiagnosen und ausführliche Erläuterungen zu möglichen Nebenwirkungen. Auch das ausführliche Studieren der Packungsbeilage. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Oder Sie tun das lieber nicht, weil Sie den Nocebo-Effekt kennen. Generell können alle Warnmeldungen potenziell krank machen. Untersuchungen und Studien zum Nocebo-Effekt stoßen schnell an eine ethische Grenze, da es sich selbstverständlich verbietet, zu Forschungszwecken Menschen zu schädigen. Einige wenige Studien wurden jedoch durchgeführt mit eindeutigen Ergebnissen, wie in einer Studie zur Nahrungsmittelallergie zum Beispiel. Patienten, die über eine Nahrungsmittelallergie klagten, erhielten in einer Doppelblindstudie Injektionen von wirkstofffreier Kochsalzlösung, die ihnen bewusst falsch als Allergen beschrieben wurde. Immerhin 25% dieser Patienten zeigten nach der Injektion allergische Reaktionen. Sind Infraschallschäden ein reiner Nocebo-Effekt? Im Bereich von Windkraftanlagen wird Infraschall als Auslöser verschiedener Krankheiten vermutet, jedoch ohne tatsächlich möglichen Nachweis hierfür. Doppelblindstudien ergaben, dass gleichartige Symptome sowohl bei tatsächlicher Beschallung als auch durch bloße Einbildung ohne tatsächliche Infraschallexposition ausgelöst werden konnten, wenn die Teilnehmer durch zuvor erfolgte Beeinflussung Symptome erwarteten. Personen, die keine negativen Einflüsse durch Infraschall erwarteten, bildeten dagegen bei den Experimenten keine Symptome aus. Selbst ein Suizidversuch mit kritischem Verlauf durch Placebos ist in der medizinischen Literatur verzeichnet. Der Suizid wurde durch einen 26-Jährigen mit Medikamenten aus einer medizinischen Studie versucht. Der Student nahm eine Überdosis vermeintlich hochdosierter Psychopharmaka in suizidaler Absicht. Der schwer depressive Patient geriet in einen kritischen Zustand, obwohl es sich bei seinen Tabletten um Placebos der Vergleichsgruppe gehandelt hatte. Gibt es bei Impfungen einen Nocebo-Effekt? Wer sich intensiv mit den Nebenwirkungen einer Impfung beschäftigt und sie erwartet und besonders darauf achtet, hat eine ausgezeichnete Chance, genau diese Nebenwirkungen und entsprechende Symptome zu entwickeln. Selbstschuld? Nein, denn diejenigen haben den Nocebo-Effekt weder erfunden noch sich absichtlich dafür entschieden. Sie können sich nicht einmal gegen den Nocebo-Effekt wehren. Allerdings hat eine Impfung auch erwünschte Wirkungen, auf die man sich fokussieren könnte. Zum Fazit. Der zur Psychosomatik gehörende Nocebo-Effekt wird oft unterschätzt. Wer Schmerzen erwartet, dem wird was wehtun. Die Überzeugung, krank zu sein, macht krank. Placebo-Tabletten ohne Wirkstoff können Nebenwirkungen durch den Nocebo-Effekt auslösen. Nichts kann einem mehr den Tag versauen als ein behandelnder Arzt, der sagt, Ihr XY-Wert ist im Grenzbereich, das ist nicht schlimm, aber wir müssen es im Auge behalten. Arztbesuche können so unheilvoll sein. Es macht einen großen Unterschied, ob wir erfahren, dass ein Medikament zu 5% nicht wirkt oder ob wir erfahren, dass ein Medikament zu 95% erfolgreich ist. Wer bei beobachteten Symptomen Professor Wikipedia oder Dr. Google befragt, könnte Informationen bekommen, die ihn erst so richtig krank machen. Leider ist der Nocebo-Effekt im Gegensatz zu seinem positiven Gegenstück selbst in medizinischen Fachkreisen
bei weitem unterschätzt. Vielen Dank fürs Zusehen. Alle Quellenangaben und Weiterführendes wie immer im Abspann und auf romeo.com. Erwarte stets nur das Beste. Du weißt ja jetzt warum. Bis neulich und bleib neugierig.